Moin Leute, seit über einem Jahr befinde ich mich nun mit dem Fahrrad auf Weltreise und während dieser Zeit wurden mir viele Fragen per E-Mail oder per Social Media oder auch auf dem persönlichen Weg zugetragen und ja, wie angekündigt, mache ich jetzt einfach mal ein Video, in dem ich auf all diese Fragen eingehe. Ich hoffe, dass ich alle Fragen zusammenbekommen habe. Es hat mich ein bisschen Zeit gekostet, einfach mal sämtliche E-Mails durchzugehen, die Social Media Feeds und. Ja, ich hoffe, deine Frage ist damit auch beantwortet und wenn nicht, dann hinterlasse einfach einen Kommentar und dann werde ich zu einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal darauf zurückkommen. Ja, so, ich habe es hier fancy auf einer Liste alles zusammengetragen. Ich würde sagen, los geht's. Okay, Frage Nummer 1. Was für ein Fahrrad hast du und wie zufrieden bist du damit? Also ich habe einen Böttcher Expedition 2019, einen Diamantrahmen. Ich fahre das ganze Ding mit 26 Zoll Rädern. Ich bin weitestgehend am Standard geblieben. Also wenn ihr wissen wollt, was der Standard ist, einfach mal auf die Website von Böttcher gehen. Da gibt es einen Fahrradkonfigurator und der schlägt schon direkt einen Standard vor. Die einzigen Änderungen, die ich persönlich vorgenommen habe, weil Komfort für mich wichtig ist, ist, dass ich einen anderen Sattel drauf genommen habe. Und zwar habe ich einen Brooks B17 drauf. Ja, unter den Langstreckenradlern ist sehr bekannt und ja auch, ich würde mal sagen, Langstreckenradl erprobt. Die meisten anderen Langstreckenradler, die ich getroffen habe, fahren ebenfalls mit dem Sattel und ich habe bisher kaum jemanden kennengelernt, der damit Probleme hat. Also kann ich von meiner Seite her auch empfehlen. Und die andere Sache, die ich noch verändert habe, ist der Lenker. Ich habe einen Multigrifflenker angebaut, weil es mir einfach wichtig ist, verschiedene Sitzpositionen einnehmen zu können. Und ja, damit fahre ich sprichwörtlich richtig gut bisher. Wie zufrieden bin ich damit, mit meinem Fahrrad? Ja, also ich bin wirklich zufrieden damit, sehr zufrieden sogar. Die einzige Sache, die mir negativ aufgefallen ist, wenn man das so sagen will, war der Fahrradständer. Der hat nämlich schon nach, naja, ich würde sagen, etwa 4 bis 6 Wochen die Grätsche gemacht. Aber bei dem Gepäck, das ich so dabei habe, ist das wahrscheinlich auch kein Wunder. Aber andererseits denke ich mir dann auch, naja, es ist halt ein Tourenfahrrad und es ist darauf ausgelegt, viel Gepäck mitzunehmen. Dementsprechend sollte der Ständer eigentlich auch entsprechend stabil sein und auch ein bisschen was an Gepäck aushalten. Ja, falls ihr halt genaueres wissen wollt, also die Details über sämtliche Komponenten von meinem Fahrrad, verlinke ich einfach mal in der Videobeschreibung zu meiner Website. Dort findet ihr nämlich eine Übersicht über mein Fahrrad und mein Gepäck, denn ich habe jetzt nicht vor, hier ein Fahrrad-Review zu machen oder irgendwie mein Gepäck mal auszupacken und jedes Teil in die Kamera zu halten. Die Details könnt ihr euch da anschauen und ja, falls ihr dann noch Fragen haben solltet, kommt gerne auf mich zurück. Nächste Frage. Was hast du an Ausrüstung dabei? Ja, wie ich gerade schon sagte, mein Gepäck scheint ein bisschen schwer zu sein für den Fahrradständer an meinem Bike. Ja, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Wie gesagt, den Link mit detaillierten Ausrüstungsliste findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe 6 Taschen dabei, also 4 Fahrradtaschen, 2 vorne, 2 hinten, dann noch eine große Satteltasche und eine Lenkertasche. Da habe ich alles reingestopft, was ich so brauche. Nichts Außergewöhnliches, ich habe einfach das an Sachen mitgenommen, was ich schon hatte. Es gab nur wenige Sachen, die ich dachte, dass ich sie brauche, die ich mir dann noch zugelegt habe vor Reisebeginn. Und dann bin ich einfach losgefahren. Wie gesagt, die Details findet ihr
auf meiner Website, Link in der Videobeschreibung. Dritte Frage, wie viel wiegt dein gesamtes Gepäck? Ja, mein gesamtes Gepäck wiegt um die 30 Kilogramm. Ist auch immer ein bisschen abhängig natürlich, wie viel ich an Proviant dabei habe. Aktuell bin ich in Laos, in Südostasien. Da ist es einfach immer permanent heiß und schwül, dementsprechend habe ich immer viel Wasser dabei. Also ich sage mal, meine 5 bis 7 Liter habe ich eigentlich immer dabei. Dementsprechend sind wir dann schon bei 37 Kilogramm plus Proviant. Das läppert sich natürlich auch. Also können dann vielleicht sogar mal an die 40 Kilogramm sein. So ganz genau kann ich es eigentlich gar nicht sagen, weil ich mein Gepäck vorab nie gewogen habe. Ich habe unterwegs auch einfach mal Sachen rausgeschmissen, wo ich gemerkt habe, dass ich sie nicht brauche. Und ja, es kamen aber dann auch mal wieder irgendwelche Sachen dazu. Ja. So variiert das immer ein bisschen, aber im Großen und Ganzen wiegt mein Gepäck um die 30 Kilogramm. Vierte Frage. Hast du einen Tipp, was man unbedingt mitnehmen sollte und was nicht? Das ist eine relativ schwierige Frage. Also für mich persönlich ist der Komfort ganz wichtig. Also nicht nur Komfort im Hinblick auf das Fahrrad, wie ich gerade eingangs schon sagte, dass ich da einen bequemen Sattel wollte und Multigrifflenker, sondern auch im Sinne von Gepäck, insbesondere wenn es ums Camping geht. Ich habe nicht nur ein Zelt dabei, ich habe auch eine Hängematte dabei, ich habe einen kleinen Hocker dabei, ich habe ein Sitzkissen dabei, das ich benutze, wenn ich vielleicht mal vor einem Supermarkt rumsitze und eine Pause mache und was esse und was trinke. Also der Komfort ist mir persönlich einfach wichtig. Andere Leute reisen einfach eher oder wollen gerne mit wenig Gepäck reisen. Die würden dementsprechend wahrscheinlich gar keinen Stuhl und Hängematte mitnehmen. Aber das ist einfach persönliche Präferenz und ja, das muss man einfach selbst rausfinden. Also ich bin einfach so rangegangen, ich habe einfach alles mitgenommen und eingepackt, was ich dachte, brauche ich und macht mein Leben einigermaßen komfortabel. Und das, was ich gemerkt habe, funktioniert gut für mich, ja, das behalte ich natürlich. Und das, was ich gemerkt habe, okay, das brauche ich nicht oder das habe ich jetzt wirklich mal einen Monat nicht angefasst oder ich brauche es einfach nicht, ja, dann weg damit. Man trifft unterwegs auch viele andere Radfahrer, da ergeben sich auch oft Möglichkeiten, einfach Sachen zu tauschen. Oder wenn man vielleicht auch mal in einem Hostel ist, gibt es ja auch Backpacker, die haben irgendwelche Sachen dabei, die sie nicht brauchen, wo man einfach mal tauschen kann. Also da muss man eigentlich keine Angst haben, dass man irgendwie das Falsche mitnimmt. Also mein Tipp, einfach mitnehmen, was man denkt, was man braucht und los. 5. Frage. Wie viele Kilometer fährst du so am Tag? Das ist relativ unterschiedlich, kann man so pauschal auch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe für mich selbst so, ich sag mal so eine Faustregel, dass ich versuche so zwischen 80 bis 120 Kilometer zu fahren. Aber das funktioniert natürlich nicht jeden Tag, denn das hängt natürlich auch immer von ganz vielen Faktoren ab. Es hängt einerseits davon ab, wie das Gelände ist. Ist es flach oder ist es bergig? Wie ist das Wetter? Es ist heiß, so wie hier in Südostasien, oder schneit es oder ist es windig? Auch ganz wichtig. Habe ich Rückenwind? Habe ich Gegenwind? Von dem her kann man das nicht so pauschal sagen. Wie gesagt, 80 bis 120 Kilometer ist so mein Zielwert. Bei 80 Kilometer bin ich zufrieden, dann weiß ich, okay, das war ein ordentlicher Tag. Bei 120 war natürlich richtig gut, habe ich einiges an Kilometern gut gemacht, die ich dann am Folgetag vielleicht nicht machen muss, sodass ich einen halben Tag auch einfach irgendwo chillen kann oder so. Andererseits können sich aber auch mal 30 Kilometer gut anfühlen, wenn man tatsächlich durch die Berge fährt und das einfach super anstrengend ist.
Oder ja, ich bin auch im Iran durch die Wüste gefahren und habe an einem Tag mal 180 Kilometer gemacht und das war dann so, ja, okay. Aber da ich wusste, es sind immer noch 300 Kilometer weiter durch die Wüste, war das dann so, ja, naja, hätte dann auch mehr sein können. Dementsprechend schwierig zu beantworten, falls jemand darauf Rückschlüsse auf sich selbst ziehen will. Wie gesagt, man muss einfach gucken, einfach mal losfahren und auch auf seinen Körper hören. Wie fühlt es sich an? Wenn ich nach 30 Kilometern nicht mehr kann, ja, dann hört man halt auf nach 30 Kilometern. Es ist schließlich eine Reise, es ist kein Rennen. 6. Frage. Wie sieht deine geplante Route aus? Nun, meine geplante Route sieht so aus, dass ich keine konkrete Route geplant habe. Ich habe lediglich ein paar grobe Ideen, wo ich reisen möchte. Aber jetzt im Detail, wann ich da sein will und was ich mir gegebenenfalls da angucken will oder welchen Ort ich mir anschauen will, das weiß ich tatsächlich nicht. Es ergeben sich unterwegs auch immer so viele neue Ideen und Anreize, dass man davon abweicht. So bin ich beispielsweise, anstatt von der Türkei direkt in den Iran zu fahren, bin ich noch den Umweg durch Georgien und Armenien gefahren, was ich ursprünglich nicht vorhatte. Aber als ich dann in der Nähe war, habe ich gedacht, ach Mensch, jetzt bist du schon in der Nähe, warum mal nicht? Ja, aktuell bin ich in Laos. Meine geplante Route von hier aus sieht so aus, dass ich tatsächlich nur von Tag zu Tag schaue, was ist möglich. Wie in so vielen Teilen der Welt sind die Grenzen geschlossen und die Regierung hier um mich drumherum, die halten sich auch relativ bedeckt, wann die Grenzen wieder öffnen und dementsprechend kann ich Stand heute gar nicht sagen, wie es weitergehen soll. Also grundsätzlich grob will ich eigentlich weiter Richtung Süden, Richtung Singapur und Indonesien und anschließend nach Australien und Neuseeland. Aber ich muss jetzt einfach mal schauen, was möglich ist. Nächste Frage. Welche Länder hast du bisher besucht? Ja, ich habe bisher 18 Länder besucht auf dieser Reise. Angefangen in Deutschland, von da aus bin ich nach Tschechien gefahren, Österreich, Slowakei, Ungarn, etwas in Kroatien, was tatsächlich nur 2 Tage waren oder so, Serbien, Kosovo, Nordmazedonien, Griechenland und dann weiter Richtung Osten durch die Türkei und dann, wie vorhin schon gesagt, den kleinen Umweg durch Georgien und Armenien, anschließend durch den Iran, von wo aus ich dann eine Fähre genommen habe in die Vereinigten Arabischen Emirate und dann in den Oman und von dort aus habe ich dann einen Flug genommen nach Vietnam, bin dort rumgeradelt und bin dann von Vietnam hier nach Laos gekommen. Ja, das waren all die Länder. 8. Frage. Trackst du deine Route und kann man die GPX-Datei bekommen? Nein, ich tracke meine Route nicht. Es wurde auch das ein oder andere Mal gefragt, warum? Weil es mir einfach nicht wichtig ist. Weiß ich nicht. Ich weiß ja, wo ich gewesen bin und dementsprechend ist es mir einfach nicht wichtig. Und dementsprechend kann ich auch keine GPX-Datei teilen. Sorry. Welches Land hat dir bisher am besten gefallen? Oh, das ist auch eine sehr schwierige Frage, denn ja, jedes Land hat natürlich seine Eigenheiten und seinen Charme auf seine ganz eigene Art und Weise. Und ja, dementsprechend hat es mir eigentlich überall gefallen. Das Wichtigste für mich ist eigentlich die Leute, die man trifft. Man kann auch noch in einem noch so
vermeintlich schrecklichen Ort sein, aber wenn man Leute trifft, die einfach absolut genial sind, das ist ein Game Changer. Also dann hat man einfach eine gute Zeit und man hat auch einfach gute Erinnerungen an den Ort. Und glücklicherweise habe ich bisher eigentlich nur gute, tolle Leute getroffen und dementsprechend hat es mir eigentlich überall sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte überall sehr positive Erlebnisse. Ich habe sehr viel Gastfreundschaft erlebt. Ja, Thema Gastfreundschaft. Also da muss man dann vielleicht doch ein Land herausheben, denn das war wirklich Champions League, was Gastfreundschaft angeht, und das war der Iran. Ich habe 2 Monate im Iran verbracht, war da über Weihnachten, Neujahr, was für die Iraner überhaupt gar kein Ding ist. Die haben einen anderen Kalender und natürlich auch eine andere Religion, aber trotzdem wurde ich aufgenommen in einer Familie, die wollten, dass ich eine gute Weihnachtszeit habe, dass ich ein schönes neues Jahr habe. Ich wurde täglich irgendwo von fremden Menschen auf den Tee oder zum Essen eingeladen. Und das war schon außergewöhnlich. Also man muss da tatsächlich lernen, Nein zu sagen, um es wieder aus dem Land herauszuschaffen. Nächste Frage, 10. Frage. Hast du gar keine Angst? Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, sie ist einfach zu einfach gestellt. Aber wenn ich sie einfach beantworten soll, dann ist meine Antwort nein. Falls irgendjemand von euch die Frage gestellt hat, gerne mal in den Kommentaren bisschen mehr darauf eingehen. Angst wovor? Dann könnte ich sie detaillierter beantworten. Das Einzige, was ich sonst dazu sagen kann, es gibt natürlich mal Situationen, in denen man nervös ist, weil sie neu sind, weil sie ungewohnt sind. Es kann das Einreisen in ein neues Land sein. Ja, man weiß nicht, was auf einen zukommt, wie gehen die Leute da mit einem am Grenzübergang, ja, lassen sie mich überhaupt rein, so wie ist das? So habe ich mich zum Beispiel gefühlt, als ich in den Iran eingereist bin, und letztendlich war alles gut. Ja. Mag vielleicht auch daran gelegen haben, weil man ein gewisses Bild vom Iran hat, aufgrund der Medien, was sich dann letztendlich nicht bestätigt hat für mich. Ja, oder man ist vielleicht mal in irgendeiner Gegend, in der man sich einfach grundsätzlich nicht wohlfühlt. So, aber das ist dann halt einfach ein Unwohlsein, aber keine Angst. Ja, das ist eigentlich das, was ich dazu jetzt sagen kann. Angst vor Menschen? Nein, ich hatte bisher das Glück, wirklich immer an tolle Menschen zu geraten und wurde oft herzlich aufgenommen. Ja. Also habe sehr viel Gastfreundschaft erlebt, was absoluter Wahnsinn ist. Also das hätte ich mir in meinem kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Ja, also falls du Angst hast, so eine Reise zu machen, aus meiner Sicht, von meiner Erfahrung her, gibt es keinen Grund dafür. Einfach mal loslegen und dann wird man schon sehen, dass die Welt ein ziemlich guter Ort ist. Nächste Frage, Nummer 11. Wie startet man, wenn man ebenfalls so eine lange Radreise machen will? Wie startet man? Es ist gar nicht so einfach. Also was mir geholfen hat, ist mir ein Datum zu setzen. Also wirklich ein Datum zu setzen und sagen, okay, an dem Tag geht's los. Denn ist alles darauf fokussiert, man leitet alles in die Wege. Ich habe beispielsweise eine Wohnung gekündigt, ich habe meinen Job gekündigt, beziehungsweise hatte ich Glück und wurde freigestellt. Ich habe mein Auto verkauft, ich habe meinen Fernseher verkauft, ich habe anderen Kram
verkauft oder weggegeben an Freunde, Bekannte, Familie. Und alles andere, was ich noch an Sachen habe, habe ich eingelagert, habe ich bei meiner Familie eingelagert. Ja, vielen Dank, Mutti, du bist die Beste. Und ja, und was auch ganz wichtig ist oder mir geholfen hat, ist es einfach den Leuten zu erzählen. Einfach zu sagen, hey, ja, an Tag X geht's los. Und ja, dann ist es auch relativ schwierig, aus dieser Nummer wieder rauszukommen. Denn wer will schon der Idiot sein, der große Pläne macht und große Reden schwingt und das letztendlich nicht in die Tat umsetzt. Mag für jeden anders sein, mir hat es geholfen, die Sache zu starten. Und ja, wenn dann der Tag da ist und man macht den ersten Pedalschlag, dann ist es alles eigentlich relativ einfach. Dann fährt man Fahrrad, am Ende des Tages findet man irgendwie einen Ort zum Pennen, man schläft dann da, ja, unterwegs macht man mal Pausen, isst was, trinkt was und so zieht sich das dann halt entlang. Das ist relativ einfach. Frage Nummer 12. Wie finanzierst du deine Reise? Die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Ich lebe schlichtweg von meinen Ersparnissen. That's it. Ich arbeite nicht, also weder online oder unterwegs in irgendeiner Art und Weise. Schlichtweg Ersparnisse. Nächste Frage. Wie viel Geld gibst du im Monat aus? Also so im Detail schreibe ich mir das jetzt nicht auf, aber ich habe für mich selbst so eine Faustregel, dass ich so ein Budget von 500 € einkalkuliere. Und damit komme ich eigentlich auch relativ gut hin. Diese 500 € beinhalten dann aber auch alles. Visakosten, Krankenversicherung, ja, Unterkünfte, Essen, Leben, wie auch immer. Und ich denke, mit 500 € ist man auf so einer Reise auch relativ komfortabel unterwegs. Ich habe unterwegs einige andere Radreisende getroffen, die mit einem höheren Budget unterwegs sind, aber auch welche mit einem weitaus geringeren Budget. Also ich habe tatsächlich einen getroffen, einen Engländer, den habe ich in Georgien getroffen, der war mit einem Budget von monatlich 100 Pfund unterwegs. Also der hat auch sprichwörtlich nur Reis gegessen und Wasser getrunken. Wem Spaß macht, okay, es ist definitiv eine Challenge, aber das wäre jetzt nichts für mich, wie ich meine Reise gestalten wollen würde. Ich möchte dann doch ein bisschen Gemüse an meinen Reis haben und mir vielleicht auch mal eine Cola oder ein Eis kaufen. Diese 500 € beinhalten auch mögliche Flüge. Und bislang habe ich einen Flug gemacht, und zwar von Oman, von Maskat nach Vietnam, nach Hanoi. Der Flug hat mich gekostet, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau, aber ich würde sagen irgendwie 300-400 € ungefähr. Ja, aber in der Summe bin ich nach wie vor in meinem Budget. Nächste Frage. Bist du eigentlich krankenversichert? Und wenn ja, wie? Ja, ich bin krankenversichert. Ich habe eine Auslandskrankenversicherung für Langzeit-Auslandaufenthalte. Die kostet mich etwa 60 € im Monat, also 2 € am Tag etwa. Ich habe mich von der gesetzlichen Krankenkasse abgemeldet in Deutschland. Das ist übrigens auch möglich, wenn man noch in Deutschland gemeldet ist, so wie ich. Ich bin nach wie vor in Deutschland gemeldet. Ja, es ist auch relativ unkompliziert. Man muss nur gewisse Regularien beachten, gewisse Mindestversicherungssummen, die die Auslandskrankenversicherung
bieten muss, damit man sich von der gesetzlichen Krankenkasse abmelden kann. Ja, vielleicht mache ich dazu nochmal einen Blogpost oder vielleicht auch ein Video. Lasst mich wissen, ob euch das Thema interessiert. Zwischenzeitlich kann ich zumindest mal den Link zu meiner Auslandskrankenversicherung in der Videobeschreibung reinpacken. Und ja, vielleicht hilft euch das weiter. 15. Frage und damit auch die letzte Frage. Wann kommst du wieder zurück nach Deutschland? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Kann ich so jetzt gar nicht beantworten. Ursprünglich hatte ich geplant, Ende diesen Jahres um Weihnachten herum wieder in Deutschland zu sein, um Weihnachten mit meiner Familie zu feiern. Aber aktuell bin ich schon seit 3,5, fast 4 Monaten in Laos aufgrund der Corona-Situation. Und ich habe ja keine Ahnung, wie und wann es hier weitergeht. Also ich hatte eigentlich gedacht, zum jetzigen Zeitpunkt in Australien schon zu sein oder gegebenenfalls sogar in Neuseeland. Ist leider schwierig momentan. Dementsprechend wird sich das Ganze natürlich etwas nach hinten verschieben. Ich peile jetzt so etwa Sommer nächsten Jahres an. Das wäre von jetzt an nochmal etwa ein Jahr. Das klingt einigermaßen realistisch für mich, wenn die Grenzen dann aufmachen, wenn die Regierungen entsprechend mitspielen und. Ja. So sieht's aus. Das waren jetzt 15 Fragen, das waren jetzt all die Fragen, die in den vergangenen 12 Monaten am häufigsten an mich gestellt wurden. Ich hoffe, das hat auch deine Frage oder Fragen beantwortet. Wenn ja, freue ich mich. Wenn nein, dann hinterlass einen Kommentar und stell deine Frage oder kontaktiere mich auf meinen sozialen Kanälen oder schick mir eine E-Mail, ganz egal. Und dann werde ich sie zum gegebenen Zeitpunkt ebenfalls beantworten. In welchem Format weiß ich noch nicht. Vielleicht antworte ich dir einfach zurück per E-Mail oder per Social Media oder mache einen Blogpost daraus oder vielleicht mache ich auch noch mal ein Video mit einer zweiten Runde von jede Menge Fragen. Das war es dann auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse und bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.